Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil, die Südinsel von Neuseeland. Es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt, denn es gibt hier einiges zu sehen. Wer den ersten Teil verpasst hat, unbedingt nachholen. Ich habe es in der Videobeschreibung verlinkt und ist natürlich auch auf meinem Kanal zu finden. Da habe ich auch noch mal mehr Hintergründe zu der Reise erzählt. Die werde ich jetzt hier auslassen. Wir springen hier direkt rein in die Erlebnisse. Von Wellington ging es dann mit der Fähre nach Picton. Und da fährt man, wenn man in die Südinsel so reinfährt, da fährt man durch eine sehr schöne Fjorde-Landschaft. Und als wir in Picton angekommen sind, haben wir uns erstmal mit Proviant eingedeckt, sind erstmal einkaufen gegangen und dann ging es los schon auf das Abenteuer der Südinsel. Unser Weg ging erstmal an der Westküste runter und da haben wir ganz viele kleine Highlights abgefahren, die wir auch über Google Maps größtenteils gefunden haben. Und hier haben wir ein sehr lustiges Vogelzwitschern aufgenommen. Hört mal ganz genau hin. In der atmosphärischen Morgensonne sind wir dann bei den Pancakes angekommen. Das ist so eine Steinformation am Meer, die so halt an Pancakes erinnert. Das Farbenspiel war einfach der Wahnsinn. Ja, wir sind gerade bei den Pancake Rocks. Hier, wir sind quasi gerade an einer Stelle in Neuseeland. Hier Küste, Meer an der einen Seite und eigentlich die Berge direkt nebendran. Wir sind hier morgens 8 Uhr. Die Sonne kommt gerade über den Berg drüber, sieht richtig fancy aus. Dann ging es weiter zu einem Blue Lake, wo die Farbe auch einfach unglaublich geil war. Danach ging es weiter zum Franz-Josef-Gletscher, der irgendwie kaum noch da war, so Klimawandel und so. So, es geht heute auf den Royce Peak hier in der Nähe von Wanaka. Und ja, wir werden ungefähr so 6 Stunden unterwegs sein, hoch und runter. Mal schauen, wie lange wir brauchen und wie geil die Aussicht da oben wird. Also das Tempo ist da. Es wird trotzdem auch ein anstrengender Anstieg. Aber der Weg ist sehr angenehm. Also kann man auch mit einfachem Schuh laufen. Weg erkennen. Ganz da unten ist der Carpark. Geschafft. High five. Aufstieg ist jetzt echt nochmal brutal hier, die letzten Meter. Da oben ist Royce Peak. wieder runter
Also unglaubliche View hier. Neuseeland zeigt sich von seiner besten Seite. Das Wetter war auch top heute. Also unglaublich schöner Tag, unglaublich schöne Landschaft. Ja, hier der Kollege stand gerade noch im Weg. Servus. Ja, wir sind jetzt wieder unten angekommen. Es war doch nochmal ein richtig langer Rückweg. Wir sind noch mega platt, wir hatten gar nichts mehr zu trinken zum Ende. Was ist dein Fazit, Padre? War mega. Ja, war mega. So, jetzt noch die perfekten Lichtverhältnisse. Ey, das gibt's nicht. Es ist schon, ich fange so auf diese Aufnahme an, weil ja doch immer Autos vorbeifahren am Campingplatz. Motorräder. Okay, Motorrad macht die Fliege. Also ich zeige hier noch mal ein bisschen, wie wir leben. Wir sind jetzt schon eine Weile unterwegs, dementsprechend haben wir uns schon ein bisschen eingearbeitet. Jeder hat so seine Aufgaben. Auch zum Beispiel müssen wir das Bett immer aufbauen und abbauen. Das zeige ich jetzt mal kurz. Also, hier ist quasi dann das Bett von meinen Eltern. Da kann man hier dann noch ein paar Bretter hinmachen und ja, wie gesagt, Schlafsäcke. Das ist alles hier unten drunter ein bisschen verstaut. Hier oben ist dann mein Bett. Da kann man hier unten das dann quasi abmachen. Dann kann man hier die Liege auch noch erweitern. Da liegt jetzt auch ganz viel Kram, also auch überhaupt nicht aufgeräumt. Ich zeige das quasi gerade unplugged. Wir machen jetzt hier auch gerade Abendessen schon tatsächlich recht gesund mit Salat, Nudeln. Wir haben wirklich Verschiedenes. Ja, das ist nicht so ungesund wie auch mein Roadtrips. Und wir haben hier tatsächlich auch relativ viel. Also wir haben Mikrowelle, die geht aber tatsächlich nur, wenn wir am Strom hängen. Und Kühlschrank haben wir auch. Hier sind dann auch noch so ein bisschen Stauraum. Hier haben wir auch noch Stauraum, wo immer Wasser drin ist. Ja, Fahrerkabine nicht allzu spannend. Hier ist nicht so viel Platz. Man sitzt hier recht gerade, recht aufrecht, weil hier einfach nicht viel Platz ist und dann kriege ich mir übel die Nackenschmerzen. Und jetzt zeige ich noch, wie wir das hier im Auto haben. Also hier unten ist einmal den Gas. Gas braucht man natürlich hier, um dann den Herd zu nutzen. Und hier oben haben wir noch einmal den Strom. Wir müssen so rechnerisch so alle 2 bis 4 Tage, das kommt ein bisschen drauf an, müssen wir immer auf einem Campingplatz, wo wir auch Strom und Wasser nachfüllen können. Ja, fürs Kochen braucht man Wasser. Das kann man dann hier immer entsprechend nachfüllen. Auch hier ist noch der Wassertank und auch Strom. Und dann kannst du dich eigentlich komplett selbst versorgen. Das Einzige, was wir jetzt nicht haben, ist quasi eine Toilette, eine eigene. Aber im Campervan rumzureisen ist schon richtig funny, ist auch eine ganz andere Experience, wie das jetzt war mit dem Auto zum Beispiel auf meinen Roadtrips. Deswegen ja, kann ich nur empfehlen, ist auf jeden Fall eine geile Erfahrung, auch mal so zu reisen mit einem Campervan. Ja, dann ging es auch weiter im Süden an Isengard vorbei, das war auch ein Drehort in Herr der Ringe. Das sah jetzt ganz anders aus wie im Film. Da haben die wahrscheinlich auch nochmal viel mit Computer verändert. Und abends ging es dann nochmal auf einen idyllischen Campingplatz. Ja, wir sind hier gerade an einem Campingplatz angekommen, mit Abstand einer der besten. Ich zeige euch mal, wo wir hier gelandet sind. Das ist hier so ein bisschen so im Wald, so ein bisschen versteckt. Jetzt geht es hier an einen geilen See. Und jetzt sind wir auf dem Weg zu meinem absoluten Highlight von Neuseeland, einer unglaublich schönen Fjordelandschaft, Milford Sound. Wir sind jetzt hier am Dock bei den Milford Sounds und hier sind schon brachiale Berge. Es ist sehr schöne Natur hier. Es geht gleich los mit den Aufnahmen vom Schiff. Wird bestimmt mega geil.
nach der Schifffahrt hier eine kleine Impression. Es war unglaublich. Also einer der schönsten Orte, die ich je gesehen habe. Wir hatten perfektes Wetter. Die Lichtverhältnisse waren absolut unnormal gut. Nach Milford Sound ging es dann Richtung Norden und Richtung Ostküste. Und da sind wir auch wieder durch sehr schöne Landschaften gefahren, die uns sehr stark so an Kalifornien erinnert haben. So richtig schöne braune Berge. In Christchurch haben wir uns dann die Stadt oben wieder von einem Aussichtspunkt angeschaut und waren noch in einem Botanic Garden. Weiter an der Ostküste hatten wir dann auch wieder einen Campingplatz gefunden und hier gab es unglaublich schöne Berge, die direkt am Meer waren und einen schönen Sonnenuntergang. Ein weiteres Highlight war der Mount Cook, ein sehr berühmter Berg in Neuseeland, und da hatten wir auch schöne Wanderwege gelaufen. Ja, mit einem Schnellboot sind wir dann noch eine Tour gefahren, eine Tour, um Pottwale zu sehen. Und Pottwale sind immer nur ein paar Minuten oben an der Wasserfläche zu sehen und dann diven die mit ihrer Flosse so runter auf den Meeresgrund, um wieder Nahrung zu suchen. Und der Dive der Flosse ist halt demnach ein sehr besonderes Ereignis. Now going to drop his head, arch his back, and he's going to bring up his tail. Oh my God. Auf unserer Fahrt an der Ostküste konnten wir auch teilweise hunderte Seelöwen bestaunen, die ich auch mal ein bisschen mit der Drohne abgefilmt habe. Die Rundfahrt auf der Südinsel ist wieder in Picton geendet. Da sind wir dann wieder mit der Fähre auf die Nordinsel gewechselt und sind am Ende dann von Auckland wieder heimgeflogen. Die Geschichten von Neuseeland sind erzählt. Ich hoffe, die Einblicke haben euch gefallen. Es waren unvergessliche Momente, besonders auch mit meinen Eltern nach so langer Trennung. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Abo da, gebt mir gerne einen Daumen auf das Video. Und wir sehen uns bald wieder zurück in Australien, denn hier nehme ich schon wieder aus Australien auf. Und so lange sage ich wie immer, Schmidi bleibt on Tour.